Das, was mich auch so erschreckt, es gibt halt keine Kontrolle. Sie können im Prinzip in den Deutschen Bundestag einziehen, 4 Jahre lang gar nichts machen und sie bekommen dieses Geld. Und das sind halt solche Sachen, das geht einfach nicht. Das kann sich 'n normaler Arbeitnehmer nicht erlauben, ja, und Ja. völlig verständlich nicht erlauben. Aber im Bundestag geht es. Es ist ja Steuerzahlergeld. Wie läuft die Politik wirklich ab hinter den schönen Fassaden? Und da habe ich heute die wohl perfekte Frau dazu, um dieses Thema zu diskutieren, und zwar Johanna Kotan, die 8 Jahre im Bundestag gesessen ist und auch ein neues Buch verfasst hat, Inside Bundestag. Und zwar auch mit dem durchaus brisanten Untertitel, wie ich in 8 Jahren im Zentrum der Macht das Vertrauen in unsere Demokratie verlor. Wieso, weshalb, warum, das sehen wir uns heute an. Liebe Frau Kotar, schön, dass Sie zu Gast sind heute bei uns. Hallo, Herr Wittmann, und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das heutige Interview und würde gerne mal mit dem Folgenden von Ihrer Homepage starten. Und zwar, Sie schreiben, 2017 zog ich in den Bundestag ein. Und dort habe ich erlebt, wie groß der Abstand zwischen Anspruch und Realität tatsächlich ist. Wie sie Parteien den Staat zur Beute machen, das System selbst junge Parteien und rebellische Abgeordnete mit Haut und Haaren frisst. Diese Erfahrung war ernüchternd. Was meinen Sie denn konkret damit? Und was würden die Bürger am meisten überraschen, wenn sie wüssten, wie der Bundestag hinter den Kulissen wirklich funktioniert? Wo soll ich anfangen? Also, ich glaube, es gibt ganz viel, was die Bürger sehr überraschen würde. Aber das, was Sie angesprochen haben, dass das System die Leute mit Haut und Haaren frisst und dann die Parteien sich diesen Staat zur Beute gemacht haben, das ist ja nicht neu. Und das ist nicht etwas, was ich erfunden habe oder entdeckt habe. Wenn Sie mal zurückgehen und Bücher lesen aus den 70er Jahren schon, werden Sie merken, dass schon da die Leute aufmerksam gemacht haben: „Achtung, hier läuft etwas in die falsche Richtung. Hier fangen an, die Parteien sich selbst zu bereichern, die Politiker sich selbst zu bereichern. Es geht nicht mehr ums Volk. Wir müssen aufpassen.“ Wir haben 2026 und es ist wesentlich schlimmer geworden, als es damals war, und wir tun nichts dagegen, weil wir immer glauben, Parteien sind die Lösung, und Parteien, egal, da kommt jetzt eine neue oder, ähm, eine Partei verspricht wieder was Neues und dann glauben wir da noch mal dran. Das System ist das Problem. Und ich habe erlebt, wie wirklich rebellische Abgeordnete eingezogen sind. Wir gegen die. Wir werden nicht so wie die. Wir sind nicht korrupt. Wir machen keine Vetternwirtschaft. Wir achten auf das Geld der Steuerzahler. Wir setzen das Land an erste Stelle. Und dann vergehen 2 Jahre und dann merkt man plötzlich, das Einzige, was jetzt noch zählt, ist, wie komme ich wieder auf die Liste, damit ich wieder in den Bundestag gewählt werde. Wen muss ich in der Partei fertig machen? Was für Netzwerke muss ich spinnen? Wo muss ich mich einschleimen, damit ich wieder auf die Liste gesetzt werde? Und dann geht es nicht mehr darum, was ist das Beste fürs Land, sondern ist man plötzlich Parteisoldat und funktioniert nur noch danach und nur noch nach seiner eigenen Karriere. Und wenn man Typen erlebt hat, die eigentlich Deutschland verändern wollten, die dann gucken: „Wo kann ich noch mehr für mich rausholen? Wo kann ich noch mehr Steuerzahlergeld für mich abgreifen?“ Dann verliert man wirklich den Glauben, nicht nur an die Leute, sondern eben man merkt, das System ist das, was die Leute kaputt macht. Wir sind alles nur Menschen. Wir machen alle Fehler. Und wenn man die Gelegenheit bekommt, richtig abzugreifen, dann nutzen das ganz, ganz viele aus. Und man hat im Bundestag die Gelegenheit, richtig abzugreifen. Und das ist eines der Probleme. Mhm. Wie sind denn Parteien selber aufgebaut? Also, wer entscheidet jetzt, wer kommt wie wo auf die Liste? Und also, wie kann ich mir so Parteienstruktur anschauen? Also, sind die sehr demokratisch oder sind die sehr, sagen wir, zentralistisch wie so ein Pyramidensystem? Also, die meisten Parteien sind sehr zentralistisch organisiert und sie müssen dafür sorgen, dass sie sich mit den Menschen, die oben stehen, dass die Menschen, die die Netzwerke gesponnen haben und an der Spitze dieser Netzwerke stehen, dass sie sich mit denen gut stellen. Oder dass sie selber Netzwerke aufbauen, dass sie mit denen dann verhandeln können und sagen können: „Pass auf, ich gebe dir Stimmen, wenn bei dem Kandidaten, dafür bekomme ich deine Stimmen bei meinem Kandidaten.“ Und das ist das, worauf sie sich dann tatsächlich konzentrieren. Also, es geht nicht nach Kompetenz. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, der sich die Deutsche Regierungsbank anschaut, dass es nicht nach Kompetenz in der Politik geht. Geht nicht darum, wer ist besonders eloquent, sondern es geht darum, wer kann sich in der Partei am ehesten mit seinen Ellenbogen, mit seinen Leuten durchsetzen. Und die schaffen es dann oben an die Spitze. Und wenn man dann im Deutschen Bundestag sitzt und sagt: „Okay, jetzt bin ich Bundestagsabgeordneter“, auch dann muss man sich dann unterordnen, ne? Dann hat man den Fraktionszwang. Nichts ist mit „Wir entscheiden nach dem Gewissen“, wie das Grundgesetz das vorsieht.
sondern dann ist man unter Druck, dann wird man bedroht. Du kommst halt nicht mehr auf die Liste, wenn du nicht so abstimmst, wie wir das wollen. Und man ist dann einfach ein funktionierender Parteisoldat und kümmert sich nicht mehr um das, wieso man eigentlich mal in die Politik gegangen ist, ja, nämlich wirklich Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Sie sprachen ja gerade von Kompetenz und auch in den Kapitel 2 schreiben Sie ja mehr Schein als Sein und fehlende Qualifikationen. Wie kann man sich das vorstellen? Also, welche Leute sitzen da drin, die dieses Land regieren und auch die ganzen Probleme, die zweifelsohne da sind, lösen sollen? Und wie kommen die da rein und wie kompetent sind die dafür? Ja, also wie ich gesagt habe, es sind nicht die Kompetenten, die sich durchsetzen. Grade diejenigen, die sich dann darauf konzentrieren, einen guten Job zu machen oder gute Lösungen für das Land zu arbeiten, die haben wenig Zeit, sich um die Partei zu kümmern, sich um die Netzwerke zu kümmern, die sie dann stützen. Und dementsprechend kommen die dann auch nicht nach vorne, sondern eben diejenigen, die viel, viel Zeit darauf verwenden, innerparteilich zu wirken. Und wir sehen es gerade jetzt in den letzten Bundestagen, die wir haben, jetzt die 21. und die 20. Legislaturperiode, wer da teilweise nachrückt. Das sind teilweise Menschen, die in ihrem Leben noch nie normal in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, die noch nie richtig normal Steuern gezahlt haben für einen normalen Job. Die sind entweder direkt von der Uni oder von der Ausbildung oder von der abgebrochenen Ausbildung und von einem abgebrochenen Studium in den Bundestag gekommen oder sie haben was studiert und sind nachher diese typische Parteikarriere. Als Assistent haben sie dann gearbeitet, als Kofferträger für irgendjemanden, dann irgendwann mal Büroleiter. Und dann ist jetzt Zeit, jetzt kann ich mich selber bewerben für den Bundestag. Im Prinzip ist dann Politik eine Karriere. Es ist nicht ein Abschnitt in einem Berufsleben, sondern Berufspolitiker ist eine Karriere, die man anstrebt und die man sehr, sehr gezielt verfolgt. Und das ist nicht das, was es ursprünglich mal sein sollte, weil dann wird man abhängig davon. Gerade junge Leute, die vorher noch nichts gemacht haben, die sind dann abhängig von dem Mandat. Oder, Mitglieder in einer Partei wie der AfD zum Beispiel, die nicht angesehen ist im Land. Und wenn man da austritt oder wenn man dann sagt: „Okay, ich suche mir einen anderen Job“, da wird's nicht einfach. Die sind abhängig von ihrem Mandat. Und dann sind sie natürlich bereit, sehr viel mehr mitzugehen und sehr viel mehr zu machen in der Partei, als sie wären, wenn sie unabhängig wären, ne? Dann macht man die Faust an der Tasche und überschreitet eine rote Linie nach der anderen, die man nie überschreiten wollte. Wir haben das bei allen Parteien gesehen. Union unter Merkel, ich möchte nicht wissen, wie oft man mit der Faust in der Tasche abgestimmt hat. FDP in der Ampelregierung, Katastrophe, ja. Überall dasselbe, weil die Karriere an erster Stelle steht und nicht das Land. Mhm. Mal so, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was verdient denn so ein Abgeordneter, der vielleicht nie wirklich gearbeitet hat und, ähm, was bleibt da im Monat übrig? Also, er verdient an Diät circa 12.000 €, die er versteuern muss, aber er zahlt davon nicht alle Sozialabgaben, die ein normaler Bürger auch bezahlt. Also, der Abgeordnete zahlt zum Beispiel keinen Cent in die Rentenkasse ein. Er wirbt aber mit jedem Jahr, der im Bundestag ist, 2,5% seines Gehaltes als Rentenanspruch. Das heißt, nach 4 Jahren Deutscher Bundestag haben Sie einen Rentenanspruch von 1.000 €. Nach 4 Jahren, ohne einen Cent eingezahlt zu haben. Also, Sie haben diese 12.000 €, die Sie versteuern müssen und on top kommen 5.000, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, 400 € vielleicht, steuerfreie Pauschale, die Sie einfach so bekommen, die dafür gedacht ist, dass wenn Sie jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel in Hessen wohne, und dann Bundestagsabgeordneter sind, dass Sie sich da 'ne Zweitwohnung leisten können oder ein Hotel leisten können, also so 'n zweiten Wohnsitz haben. Ausgaben, wenn Sie unterwegs sind in Deutschland, das soll von der steuerfreien Pauschale abgegolten werden. Also, Sie gehen im Prinzip mit über 17.000 € brutto nach Hause. Sie haben dann 12.000 € zur Verfügung Büropauschale im Jahr. Können Sie ausgeben, wie Sie möchten, ne? Computer, Handy et cetera, alles das, was Sie brauchen. Sie haben ein Mitarbeiterbudget von fast 27.000 € im Monat, wovon Sie Mitarbeiter einstellen können. Und wie wir gelernt haben, passiert das ja ganz gerne, dass man dann die eigenen Familienangehörigen mit einstellt. Das Mhm. bringt dann noch mal Geld in den eigenen Beutel. Also, man geht mit sehr, sehr viel Geld nach Hause, und man geht dann auch mit einem entsprechenden Rentenanspruch nach Hause. Gerade für jemand, der sonst noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, ist das viel Geld. Ja, und das ist dann auch ein Anreiz zu sagen: „Ich möchte da rein“, und erst recht ein Anreiz,
dabei zu bleiben. Und auf der anderen Seite bekommt man Leute, die wirklich qualifiziert sind, die Ahnung davon haben, nicht für 17.000 € in den Deutschen Bundestag. Also die Top-Manager, die wir in Deutschland haben, wo wir sagen würden, ich hätte gerne mal einen Fachmann als Minister, dann wird es schwierig zu sagen, für das Geld mache ich den Job nicht. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das ändern kann. Und ich rede ja über Möglichkeiten in meinem Buch, wie man das System ändern kann. Und äh, eine MdB-Diät anzupassen, ist zum Beispiel eine davon. Mhm. Ja, wenn man jetzt rechnet, 10.000 und ja auch noch mal 'n gutes Stück mehr, zu bekommen, dauerhaft, dafür keine, Berufsausbildung zu haben. Also, das muss man auch erstmal im freien Bereich ja irgendwo bekommen. Also, da muss man sich schon wirklich strecken und das, ja, wirklich was dafür tun. Fürs Ja, erste Jahr, ne? Also, sie sind noch nicht mal Berufsanfänger. Sie haben keine Ahnung, sie bekommen direkt im ersten Jahr und das, was mich auch so erschreckt, es gibt halt keine Kontrolle. Sie können im Prinzip in den Deutschen Bundestag einziehen, 4 Jahre lang gar nichts machen und sie bekommen dieses Geld. Ich habe einen Kollegen, der ebenfalls aus der Partei ausgetreten ist, der danach nie wieder im Deutschen Bundestag aufgetaucht ist. Der hat 4 Jahre lang dieses Geld abgegriffen, obwohl er keinen Handstreich mehr gemacht hat in diesem Ding. Ich habe eine Kollegin, die ist nicht wiedergewählt worden auf die Liste im September. Die hat das Arbeiten eingestellt, die hat ihre Mitarbeiter entlassen, die hat ihre Büros im Bundestag geschlossen. Die Wahl war im Februar. Sie hat bis dato das Geld eingesteckt. Und das sind halt solche Sachen, das geht einfach nicht. Das kann sich 'n normaler Arbeitnehmer nicht erlauben, ja, und ja, völlig verständlich nicht erlauben. Aber im Bundestag geht es. Es ist ja Steuerzahlergeld. ja. Mich würde an der Stelle mal interessieren, inwiefern war das denn für Sie, mit Fraktionszwang, gegenüber gewissensfrei? Wie oft mussten Sie auch gerade in den ersten Jahren vielleicht gegen Ihre Überzeugung auch abstimmen und haben das sozusagen in Kauf genommen? Also, waren Sie da auch öfter in 'nem Gewissenskonflikt durch dieses System? Also, bei der AfD war es gerade am Anfang so, neue Partei, neue Fraktion, da gab es diesen Fraktionszwang noch nicht. Da ist man auch reingegangen mit dem: „Ich bin freier Abgeordneter, ich lasse mir sowieso nichts sagen.“ Einer der Gründe, wieso es in der AfD vor Jahren immer so geknallt hat. Das professionalisiert sich jetzt und dementsprechend und grade wenn man dann in der Regierung sein sollte, dann ist es noch mal 'ne ganz andere Nummer, als in der Opposition mal gegen die eigene Fraktion abzustimmen. Ich selber hatte das bei ein oder 2 Entscheidungen, wo ich gesagt habe: das ist nicht wirklich meine Linie.“ Bei wichtigen Entscheidungen, die mir am Herzen lagen, habe ich anders abgestimmt als die Partei und als die Fraktion. Also, ich konnte das mit mir selber nicht vereinbaren und ich sage: „Das bin nicht ich und deswegen stimme ich anders ab.“ Mhm. Ja, gab es für Sie vielleicht im Nachhinein eine ganz besondere große Enttäuschung im Parlament, 'n bestimmtes Gesetz oder eine Reform, die nicht kam, also, das Sie sehr, sehr frustriert hat, wo Sie heute noch zurückdenken? Weniger die Politik, weil die war insgesamt frustrierend in den letzten 8 Jahren und ist jetzt unter Merz nicht viel, weniger frustrierend geworden als tatsächlich die Abläufe im Deutschen Bundestag. Also, die Tatsache, dass jeder glaubt, die Arbeit wird in den Ausschüssen gemacht. Und ich habe das auch geglaubt. Ich habe geglaubt, in den Ausschüssen kann man tatsächlich in den Fraktionen miteinander diskutieren und sehen, was für gute Vorschläge kommen, was kann man vielleicht aufnehmen in das Gesetz. Und in den Ausschüssen passiert halt nichts anderes als im Plenum. Es wird über, Tagesordnungspunkte diskutiert, ja. Jeder hat eine kurze Redezeit, danach wird abgestimmt, die Regierung gewinnt, weil sie die Mehrheit hat. Kein einziger guter Vorschlag von der Opposition wird jemals angenommen, weil es nicht darum geht, was ist gut fürs Land, sondern wenn ich einen Vorschlag von der Opposition annehme, dann hat die ja einen Vorteil. Dann kann die ja sagen: „Das ist meine Idee“, und dann wirkt sich das vielleicht bei den Wahlen aus. Das sind so Momente gewesen, wo ich sage: „Es darf nicht wahr sein.“ Und die größte politische Enttäuschung war für mich die FDP in der Regierung, in der Ampel. Mhm. Weil die angeblich Liberalen, die habe ich in der Opposition erlebt, in der großen Koalition und habe mit denen gerade in Sachen Digitalpolitik und gegen Überwachung und gegen Zensur im Internet gemeinsam gekämpft, weil wir immer die gleichen Ansichten hatten. Und dann sind die in der Regierung und verraten die Freiheit von hinten und vorne und peitschen ein Gesetz nach dem anderen durch, wo man sich denkt: „Was hat denn das noch mit liberaler Politik zu tun?“ Und ein Marco Buschmann steht dann plötzlich vor mir als Justizminister von der FDP, die FDP, die gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geklagt hat und sagt mir: „Ne, Frau Kota, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt selbstverständlich auch für Telegram und das werden wir durchsetzen.“ Und ich so: „Herr Buschmann, was ist denn aus verfassungswidrig geworden? Sie haben doch dagegen geklagt. Wie können Sie denn jetzt“, aber
man ist in der Regierung, ne? Dann verhält man sich plötzlich anders. Und das sind dann so die Enttäuschungen, wo man denkt: „Das kann einfach nicht wahr sein." Wo ich mich zum Schluss auch noch gefragt habe: „Könnte ich jemals Minister machen? Könnte ich jemals Ministerin sein?" Weil angenommen, die AfD würde in die Regierung kommen und dann heißt es: „Johanna, du wirst Digitalministerin." Im Koalitionsvertrag steht, du musst die Zensur im Internet, jetzt begründen, du musst die Chatkontrolle den Wählern verkaufen und du musst die Vorratsdatenspeicherung jetzt positiv bewerten. Ich könnte es nicht. Ein Buschmann hatte damit keine Probleme. Ja. Und das ist das, was in dieser Politik falsch läuft. Es geht nicht mehr darum, was man selber glaubt, sondern wie retten wir uns dann selber über diese 4 Jahre und dann machen wir jeden faulen Kompromiss mit, den man mitmachen kann. Mhm. Was halten Sie von der AfD-Brandmauer? Macht diese Sinn? Wird diese fallen? Haben Sie dazu eine klare Meinung? Die Brandmauer ist die Katastrophe schlechthin. Also, dass eine Union sich tatsächlich eine Brandmauer aufstellt oder aufstellen lässt und sich vollkommen in die Hand von Links, Grünen und SPD begibt und nur noch die Mehrheit mit diesen linken Parteien, suchen kann oder eingehen kann, ist eine Katastrophe für dieses Land. Es ist eine Katastrophe für die Union. Wir sehen es an den aktuellen Umfragewerten. Wir sehen, dass einige Unionspolitiker wirklich gute Ideen haben. Ein Dobrindt, wenn er könnte, wie er wollte, würde massivst abschieben, würde die Einwanderung in Deutschland massivst erschweren. Kann er nicht, weil er die SPD an der Seite hat. Eine Katharina Reiche macht gute Vorschläge, ist eine gute Wirtschaftsministerin, wird jedes Mal ausgebremst von Baas, Klingbeil und Co. Und sie kann es nicht durchsetzen, weil sie sich an diese Leute gekettet hat, anstatt zu sagen, wir machen jetzt, bringen jetzt ein Gesetz und wenn die AfD mitstimmt, dann stimmt die AfD mit. Also, das ist das, was ich im Bundestag immer gemacht habe. Wenn ein guter Vorschlag von der SPD, von den Grünen oder sogar von den Linken kam und manchmal gab es auch gute Vorschläge in Sachen Digitalpolitik von den Linken, habe ich zugestimmt, weil es nicht darauf ankommt, wer die Vorschläge macht. Und die Brandmauer, die muss fallen, es geht gar nicht anders und die wird früher oder später auch fallen. Fragt sich nur, wie die CDU das überlebt. Mhm. Ja, an der Stelle auch, wir haben Sie auch ja zu Gast bei den großen Geldsicherheitstagen, auch mit dem eigenen Vortrag, werden wir noch viel intensiver dort hineingehen. Freuen wir uns schon sehr auf Sie, wird am 30. und 31. Mai stattfinden. Und auch vielleicht für diejenigen, wer sagt, ich will da auch tiefer in dieses Thema rein, können wir natürlich sehr Ihr Buch empfehlen. Wir verlinken es auch neben dem Video an dieser Stelle. Und jetzt schon mal vielleicht auch so ein bisschen da hineingehen. Also was könnte denn oder was wäre denn eine Lösung? Wie könnte dieses System besser aussehen? Damit solche Dinge eben zukünftig nicht mehr passieren. Also, mal abgesehen von dem Geldthema, wo ich sage, wir müssen das Geld aus dem System ziehen. Wir müssen das Geld von den Abgeordneten abziehen. Wir müssen die Gelder für die NGOs streichen. Wir müssen die Gelder für die Stiftungen streichen. Wir müssen anfangen, bei der Regierung zu sparen. Wir können zig Ministerien abschaffen, ohne dass es jemandem auffallen würde. Wir können die Staatssekretäre abschaffen. Wir können da eine ganze Menge machen, um da selber Geld einzusparen. Im Herzen der Demokratie quasi. Die uns immer sagen, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, die müssen damit anfangen. Und dafür gibt es eine ganze Möglichkeit. Dadurch, dass ich sage und erkannt habe, dass Parteien an sich das Problem sind und dass man zum Parteisoldat gemacht wird und dann überhaupt nicht mehr für die eigenen Werte einsteht, müssen wir dafür sorgen, dass die Abgeordneten freier werden in ihren Entscheidungen. Ich hätte es am liebsten, dass viele parteilose Abgeordnete im Bundestag sitzen, weil meine parteilose Zeit war die beste Zeit im Bundestag. Ich konnte machen, was ich wollte, ich konnte sagen, was ich wollte, ich konnte abstimmen, wie ich wollte. Wir brauchen das. Wir bräuchten freie Listen, dass man nicht mehr gezwungen ist, für eine Partei anzutreten, sondern zu sagen, alle die, die sich hier zusammenfinden, wir treten jetzt auf dieser Liste an für den Deutschen Bundestag und haben eine gewisse Idee, wie in welche Richtung wir gehen wollen. Was wir unbedingt machen müssen, ist die Macht der Listen zu brechen, weil dieses Einschleimen, dieses Netzwerken, das passiert ja nur, um wieder auf die Liste zu kommen. Und dann kümmert man sich weniger um die Bürger und um die eigenen Wähler. Ich habe das auch schon erlebt von einem grünen Abgeordneten, der mir gesagt hat: „Frau Kota, die Wähler, die da bei den Corona-Demonstrationen sind, die grünen Wähler, die will ich gar nicht." Ja, diese Arroganz nehmen sich diese Politiker raus. Wie macht man das? Indem man entweder das Direktmandat stärkt oder man sagt, man ändert das Wahlsystem, dass man wählen kann, wie zum Beispiel bei Kommunalwahlen es jetzt schon möglich ist, das Kommunieren und Panaschieren. Das heißt, der Bürger hat die Möglichkeit, die Liste zu sehen von der CDU, von der FDP, AfD und sieht sich die Namen an und hat die Möglichkeit, Namen rauszustreichen und hat die Möglichkeit, andere Namen nach oben zu wählen. Und das ist das,
was dann die Macht der Parteien bricht. Weil die können egal wen auf Position 1 stehen. Die können jemanden aufstellen, der sich wirklich hervorgetan hat mit Ellenbogen und gekämpft hat und Intrigen gesponnen hat und alle anderen Kollegen weggebissen hat. Und dann kommt der Bürger und sagt, nee, sorry, der Typ kann's nicht und ich streiche ihn weg. Und damit ist die Macht der Partei über diese Person gebrochen. Und dann ist die vielleicht im Bundestag irgendwo unter ferner Liefen oder ist vielleicht gar nicht im Bundestag. Das heißt, jeder Abgeordnete ist dann in der Pflicht, sich tatsächlich um die Bürger zu kümmern. Tatsächlich auf diejenigen zu hören, die dann entscheiden, streiche ich dich durch oder streiche ich dich nicht durch. Und im Bundestag ist er dann auch seinem Gewissen verpflichtet und denjenigen, die gewählt haben und nicht der Partei. Und damit würde sich ganz, ganz viel lösen lassen. Damit würden die Abgeordneten nicht mehr 70 bis 80% ihrer Zeit im Bundestag mit irgendwelchen Parteiangelegenheiten verbringen, sondern sich darauf konzentrieren, wie kann ich die Politik für Deutschland besser machen. Also das wäre ein Punkt und meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte. Ein anderer Punkt wäre, wie gehen wir denn mit den Gesetzen um? Wir verabschieden in jeder Sitzungswoche, ich weiß nicht, wie viele Gesetze. Wir haben ein Monstrum von Gesetzesinitiativen geschaffen oder von verschiedenen Arten von Gesetzen, ob das Strafgesetzbuch ist oder d alle möglichen Gesetze. Keiner guckt mehr rein, keiner guckt mehr, was macht überhaupt noch Sinn. Dadurch haben wir eine Bürokratisierung ohne Ende. Wieso versehen wir Gesetze nicht mit einem Ablaufdatum? Wieso sagen wir nicht, wir verabschieden Gesetze, die sind das ist jetzt 5 Jahre gültig oder 10 Jahre gültig. Und wenn vor diesen 5 Jahren oder vor diesen 10 Jahren der Deutsche Bundestag nicht aktiv sagt: „Jawohl, wir verlängern dieses Gesetz“, dann läuft das aus. Dann haben wir das hinter uns. Das ist eine Möglichkeit, diese gesamte Gesetzesflut mal einzudampfen und zu sagen: „Wir werden ganz viel los, was wir nicht mehr brauchen.“ 'N anderer Vorschlag kam jetzt nicht von mir, sondern von Carlos A. Gebauer. Der dürfte auch in der Szene bekannt sein. Der hat gesagt: „Wieso lesen wir eigentlich nicht die Gesetze, die im Bundestag verabschiedet werden, im Bundestag vor?“ Per Anwesenheitspflicht der Abgeordneten. Das sind teilweise Gesetze, die sind 300 Seiten lang. Die sind so kompliziert, die sind so abstrus geschrieben, so nach dem Motto: „Im Paragraph 4 Absatz 3a ändern wir das eine Wort zu dem anderen Wort oder setzen da noch ein Komma“ und 300 Seiten lang. Lass das mal vorlesen im Deutschen Bundestag bei Anwesenheitspflicht. Die Leute sterben vor Langeweile. Wir werden sehr viel weniger Gesetze haben, wenn wir sowas machen. Auch 'n Vorschlag, den man machen könnte. Und ich habe einige Vorschläge in meinem Buch aufgegriffen. Auch das Thema Volksabstimmungen wäre eins, wobei ich da sehr viel kritischer bin als andere, die sagen, Volksabstimmungen lösen die Probleme von heute auf morgen. Die lösen sie erst, wenn wir ein anderes, Bildungssystem haben, nicht das Bildungssystem, was wir Mhm. jetzt haben, und neutrale Medien. Und solange wir die nicht haben, bringen auch die Volksabstimmungen nix. Mhm. Viele spannende Aspekte. Ich freue mich darauf, wenn wir bei den Geldsicherheitstagen noch mehr drauf eingehen. Sie sind ja auch im Bereich Bitcoin durchaus aktiv und haben da auch, interessante Aspekte und Meinung dazu. Also, da können wir bei den Geldsicherheitstagen auf jeden Fall noch weiter anschließen. Wer sich weiter informieren möchte, findet, da und auch im Buch weitere Informationen über Frau Cotard. Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Wie gesagt, ich freue mich auf die Geldsicherheitstage, wenn wir da weiter anschließen. Ich habe noch, viele Fragen. Wir haben noch einige Themen mit dazu. Es war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, diese Einblicke und auch, ja, danke, dass Sie so was weitergeben, weil man es ja nicht direkt mitbekommt und von außen ja gar nicht direkt sehen kann. Also, wir freuen uns auf Sie wieder demnächst und, genau, herzlichen Dank und bis bald. Dankeschön, Herr Wittmann. Bis dann.